1979 bringen Alan Parsons und Eric Woolfson das Album Eve heraus. Und das ist bis heute eines der widersprüchlichsten Alben von Alan Parsons Project. Musikalisch absolut brillant, inhaltlich ziemlich problematisch. Aufgenommen wurde das Ganze größtenteils in den Super Beer Studios in den französischen Alpen, also genau an dem legendären Rückzugsort, an dem damals ständig große Rockbands gearbeitet haben. Die Orchesteraufnahmen entstanden dann später in München. Ursprünglich sollte Eve übrigens ein Konzeptalbum über große Frauen der Geschichte werden. Jeanne d'Arc zum Beispiel war eine Inspiration, aber irgendwann änderte sich diese Idee komplett. Stattdessen ging es plötzlich um Frauen in der modernen Welt aus Sicht von Männern. Und genau da wurde es schwierig. Denn obwohl das Album eigentlich die Stärke und Komplexität von Frauen zeigen wollte, wurden die Texte später massiv kritisiert. Viele fanden sie arrogant, verbittert oder sogar frauenfeindlich. Vor allem die erste Hälfte des Albums wirkt heute ziemlich unangenehm. In I'd Rather Be a Man singt die Band sinngemäß: Ich wäre lieber ein Mann, als so zu werden wie du. Und auch You Lie Down with Dogs klingt eher wie eine Abrechnung mit einer manipulativen Ex-Freundin. Alan Parsons selbst sagte später rückblickend, dass die Kritik teilweise absolut berechtigt war. Gleichzeitig meinte er aber auch, man habe bewusst sowohl die angenehme als auch die unangenehme Seite von Beziehungen zeigen wollen. Interessant ist allerdings, auf der zweiten Hälfte des Albums tauchen plötzlich weibliche Stimmen auf. Claire Torrey, die legendäre Sängerin aus Pink Floyds The Dark Side of the Moon. Und dadurch veränderte sich die Stimmung des Albums deutlich. Auch das Cover sorgte damals für Diskussionen. Auf den ersten Blick sieht man einfach elegante Frauen in schwarzer Kleidung. Aber wenn man genauer hinsieht, erkennt man Narben und Verletzungen unter den Schleiern. Eric Woolfson hasste dieses Cover übrigens. Er fand, dass es überhaupt nicht zu seiner eigentlichen Idee passte. Typisch Alan Parsons sind natürlich auch die technischen Spielereien. Auf Eve verstecken sie echte Morsecodes im Album. Der Rhythmus des Openers Lucifer basiert sogar auf den Buchstaben EVE im Morsecode. Und dann gibt es noch diese fast geniale Geschichte mit ihrer Plattenfirma. Während der Arbeiten an Eve steckte die Band in schwierigen Vertragsverhandlungen. Also nahmen sie in nur 3 Tagen ein fast unfertiges Instrumentalalbum auf, The Sicilian Defense. Mehr oder weniger als provokanten Schachzug gegen das Label. Das Album wurde natürlich abgelehnt, aber genau dadurch bekam die Band später bessere Vertragsbedingungen. Musikalisch ist Eve trotzdem unglaublich stark gealtert. Lucifer ist bis heute ikonisch, vor allem wegen diesen treibenden Synthesizer-Grooves und der orchestralen Wucht. In Deutschland kennen viele den Song sogar als Titelmusik des Politmagazins Monitor. Damned If I Do wurde der größte Hit des Albums, ein perfekter Mix aus Pop, Orchester und Melancholie. If I Could Change Your Mind gehört für mich zu den emotionalsten Songs des ganzen Albums. Sehr ruhig, sehr wehmütig und endlich mal aus einer weiblicheren Perspektive erzählt. Da ist noch Secret Garden, fast schon symphonisch. Mit diesen unglaublich dichten Chören von Chris Rainbow, den Alan Parsons irgendwann nur noch One-Man Beach Boys nannte. Heute wirkt Eve wie ein Zeitdokument. Teilweise musikalisch zeitlos, teilweise aber auch eben fest in den problematischen Denkweisen der späten 70er gefangen. Aber genau das macht dieses Album bis heute so faszinierend. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, folgt mir gerne für mehr. Macht's gut.